Als ich unter den Symptomen von PMS, Endometriose und starken Blutungen litt, bekam ich von meinen Gynäkologen und Ärzten nicht nur eine, nein, gleich 2 Lösungen an die Hand. Die Pille und Antidepressiva. Von der Pille bekam ich wirklich jede aufgelistete Nebenwirkung, nur nicht, Gott sei Dank, die Thrombose. Vielleicht auch nur, weil ich aufgrund der starken Nebenwirkungen die Pille nie länger als 4 Monate nehmen konnte. Dafür hatte ich als ich etwa zwischen 16 und 30 Jahren alt war, 7 Anläufe versucht, die so hochgelobte Pille in mein Leben zu integrieren. Ja, und bevor wir nun tiefer in die Welt der Frauenkrankheiten und deren wahren Ursachen eintauchen, vorab etwas zu mir. Ich bin Priscilla Bucher, ich habe mit meinem Mann Jonas zusammen eine Videoproduktionsfirma und arbeite auch zusätzlich noch als ganzheitlicher ayurvedischer Ernährungscoach und bin spezialisiert auf die Anthony William Ernährung. Ja, denn ich bin selbst an verschiedenen mysteriösen Krankheiten erkrankt und kein Arzt hatte sich in meiner Karriere als chronisch Erkrankte die Zeit genommen, mir die biochemischen Zusammenhänge der Symptome wirklich zu erklären. Als ich angefangen hatte, mich selbst zu heilen und es mir besser ging, wuchs der Wunsch in mir, dieses Wissen aus verschiedenen Büchern für viele zugänglich zu machen. Also, ich bin keine Ärztin und keine Heilpraktikerin, also bevor du eine Behandlung abbrichst oder anfängst, bespreche es mit deinem Arzt, deiner Ärztin oder deinem Therapeuten oder der Therapeutin. Das ist wirklich wichtig. Und nun zu dem Wissen, welches ich durch meine Erkrankung und mit den verschiedenen Büchern sammeln durfte. Frauenkrankheiten sind in der heutigen Zeit weit verbreitet. Weniger verbreitet ist das Wissen um die Hintergründe. Was sind die Gründe für Frauenkrankheiten wie Myome, Zysten, Brustdichte, Beschwerden in den Wechseljahren und noch einige mehr? Noch weniger ist bekannt, was Frau tun kann, um von Frauenkrankheiten zu genesen. Die Probleme von Frauen im Bereich des Fortpflanzungssystems sind inzwischen weit verbreitet. 9 von 10 Frauen haben mindestens eines dieser Probleme. Hormonungleichgewicht, Endometriose, PCOS, Myome, Zysten, Brustdichte, HPV, Unfruchtbarkeit, Beckenentzündungskrankheit, Unfruchtbarkeit oder etwas anderes. Jahrzehntelang hat das medizinische System die Hormone für das Leiden der Frauen verantwortlich gemacht. So als ob das Gefühl, sich schrecklich zu fühlen, einfach zum Frausein dazugehört. Dieses Hormonschuldspiel geht bis in die 50er und 60er Jahre zurück. Als Frauen zunehmend unter Gesundheitsproblemen litten und Gesundheitsfachleute entweder zu dem Schluss kamen, es seien nur Hormone oder diese Frauen seien verrückt, gelangweilt oder einfach nur faul. Das ist alles nachlässig und mega ungenau. Aber wir wurden über die Jahre darin geschult zu glauben, dass Hormone, und im Moment sind es die Gene, denen gerne die Schuld gegeben wird, die Ursache für alles sind. Dieser Glaube treibt uns in die Opferrolle. So sind wir irgendetwas ausgeliefert und können uns nicht wehren, außer eben Halleluja! Nimm die Pille, nimm die Ersatzhormone oder Antidepressiva. Ja, denn die Vorteile der Antibabypille sind: Es zerstört deine Darmflora, du bekommst depressive Verstimmung, Wassereinlagerung, Gewichtszunahme und Lipidoverlust, alles in einer Pille. Ja, Anthony William hat die Fortpflanzungsfragen der Frauen zu einem wichtigen Teil seines Buches Selleriesaft gemacht. Also das Buch heißt Selleriesaft. Er schaut darin, welches die unbekannten wahren Ursachen von fast 200 verschiedenen Symptomen und Zuständen sind. Ja, finde ich mega spannend, also unbedingt dieses Buch nachkaufen. Er beschreibt weiterhin auch, wie wichtig die Gesundheit der Nebennieren sind, dass die Nebennieren für das Fortpflanzungssystem eine wichtige, entscheidende Rolle spielt, weil die Nebenniere einen Großteil der Fortpflanzungshormone, darunter Östrogen und Progesteron, produzieren. Was die Symptome der Fortpflanzungsorgane von Frauen wirklich verursacht, meint Anthony William, seien Viren, Bakterien, giftige Schwermetalle, giftige Hormone, Industriechemikalien und andere Gifte. Das Fortpflanzungssystem sammelt eine ungeheure Menge dieser Gifte.
die seit der industriellen Revolution vermehrt auftreten. Diese Krankheitserreger und Toxine, so Anthony William, werden über unsere Blutlinien weitergegeben. Darüber hinaus stecken wir uns mit ihnen an und sind ihnen in unserem täglichen Leben ausgesetzt. Ja, schauen wir uns die Beschwerden der Reihe nach im Detail an. Zuerst Brustdichte, dann Zysten, Myome, PCOS, HPV, Wechseljahre und was Frau machen kann. Als allererstes Brustdichte. Wenn sich Giftstoffe im Brustgewebe ansammeln, schaffen sie Dichte und bewirken, dass das Bindegewebe an Elastizität und Viskosität verliert. Wenn die Leber bereits ihre maximale Kapazität an Giftstoffen erreicht hat, wird das Lymphsystem zu einem sekundären Filtrationssystem. Die Brust ist ein Lymphsystem. Wenn sich dort Gifte und toxische Schwermetalle ansammeln, kommt es schnell zu einer Sättigung und das Brustgewebe wird dicht. Neben den Giftstoffen trägt auch das Calcium in Milchprodukten maßgeblich zur Brustdicke bei. Diese Form von Calcium ist kein gesundes Calcium, es ist ein aggressives Calcium. Es wird zum Treibstoff für Krankheitserreger und Ungeziefer und es wirkt sich im Körper nachteilig auf die Gesundheit der Frauen aus. Darum ist es gemäß Anthony William so wichtig, Milchprodukte aus der Ernährung zu streichen, insbesondere wenn Frau versucht, ihre Schilddrüse zu heilen oder auf ihre Gesundheit zu achten. Die Dehydrierung des Brustgewebes ist eine weitere Ursache für Brustdichte bei Frauen. Die Giftstoffe, die sich im Gewebe angesammelt haben, verhindern, dass die Zellen wiederbelebt werden. Wenn dann kein lebendiges Wasser, was übrigens im Selleriesaft im Überfluss vorhanden ist, also wenn da kein lebendiges Wasser da ist, um das Gewebe auszuspülen, um es gesund und hydratisiert zu halten, treten weitere Probleme auf. Das Epstein-Barr-Virus ist gemäß Anthony William für einige der fortgeschrittenen Brustzustände und Probleme verantwortlich, einschließlich einiger Formen von Brustkrebs. Auch hier kommt Selleriesaft zur Hilfe, indem er das Virus mit der Zeit abbaut und aus dem Körper spült. Zysten. Fortpflanzungszysten können sich aus einer Reihe von Toxinen entwickeln, darunter wieder ganz bekannt Schwermetalle, Pestizide, Fungizide, Herbizide und Viren wie Epstein-Barr. Diese Zysten können gutartig oder bösartig sein, je nachdem, welche Toxine vorhanden sind und wie aggressiv die Art des Epstein-Barr-Virus ist. Denn es gibt mehr als 60 Stämme des Epstein-Barr-Virus. Das Virus ist mutiert und einige Versionen ziemlich alt, während andere brandneu sind. Bei vielen Zysten handelt es sich um Narbengewebe der Lymphgefäße, die das Fortpflanzungssystem umgeben und die sich durch die Virusinfektion entzündet und verhärtet, ja vielleicht sogar verkalkt haben. Zysten neigen dazu, sich energetisch um Giftstoffe sowie um toxische, ungesunde Zellen herum anzusiedeln. Anthony William empfiehlt hier, sich an die No-Food-Listen aus den Medical Medium Büchern zu halten, um sicherzugehen, dass man das Wachstum von Zysten und anderen Gesundheitsproblemen einfach nicht unterstützt. Selleriesaft verhindert das Wachstum und die Ausbreitung von Zysten. Die Natriumclustersalze im Selleriesaft haben eine Sättigungsrate, die es ihnen erlaubt, in gehärtetes zystisches Gewebe einzudringen. Wenn sie eindringen, können sie die Krankheitserreger im Innern finden und diese auflockern sowie abbauen. Selleriesaft zerstreut auch das Narbengewebe, die sonst zu Keloiden und Verwachsungen werden können. Er bietet eine weitere Unterstützung, indem er die gesunden Zellen um die Zysten herum nährt, sodass diese Zellen stärker werden und das Wachstum von Zysten, die in der Nähe wachsen können, stoppt. Ein auch mega spannendes Frauenthema ist Endometriose und da habe ich ein extra Video dazu gemacht, das findest du hier. Myome. Myome in der Gebärmutter haben verschiedene Ursachen, die jedoch bisher der medizinischen Forschung und Wissenschaft unbekannt sind. Die beiden Hauptursachen sind gemäß Anthony William das Epstein-Barr-Virus und die Streptokokkenbakterien. Wenn ein Virus der Täter ist, hat das Myom eine rundere Form. Wenn ein Bakterium schuld ist, sieht es aus wie ein Narbengewebe oder eine Verwachsung und nimmt eher eine Cashewkernform an. Weiter sagt Anthony William, wenn du dich von Pflanzen ernährst, übertreibe es nicht mit den Ölen und Nüssen, die ebenfalls einen hohen Fettgehalt haben.
Zu dieser entgiftenden Ernährungsweise habe ich ein Video gemacht, das heißt die 5 Ebenen der Entgiftung. Da sieht man ganz genau, wie Anthony William diese Ebenen aufgelistet hat und man kann dann selber heraussuchen, auf welcher Ebene man entgiften möchte. Das Video findest du auch hier. PCOS, Polyzystische Ovar-Syndrom oder auch polyzystische Ovarien genannt. PCOS ist gemäß Anthony William zu 100% auf Epstein-Barr zurückzuführen, das mit Flüssigkeit gefüllte Zysten und andere Verletzungen der Eierstöcke verursacht. Die Natriumclustersalze im Selleriesaft bauen das Epstein-Barr ab und senken die Viruslast. Bei PCOS ist es entscheidend, sich von Eiern fernzuhalten. Leider geben viele wohlmeinende Gesundheitsfachleute Frauen mit PCOS schädliche Ernährungsempfehlungen, darunter den Rat, viele Eier zu essen. Ja, was natürlich gemäß Anthony William ein Riesenfehler ist, weil die Eier helfen dabei, das Virus zu ernähren, das für PCOS und andere Krankheitserreger verantwortlich ist. Und so enden diese Frauen mit einer verstopften Leber und noch mehr Zysten. Dann nehmen sie vielleicht aufgrund der überlasteten Leber an Gewicht zu. Und die Industrie gibt dem PCOS die Schuld an der Gewichtszunahme. Um zu verstehen, wie eine träge und überlastete Leber neben vielen anderen Gesundheitsproblemen die wahre Ursache für die Gewichtszunahme ist, auch das findet ihr in dem Buch Heile deine Leber. Oder du klickst auf das Video, wenn die Leber nicht mehr mitmacht. Du findest es hier. HPV, Humane Papillomviren. Dieses Virus enthält andere Viren aus der Familie der Herpesviren, zu denen Epstein-Barr und Gürtelrose gehören, die beide viele Gesundheitsprobleme verursachen. Und wieder, ich glaube, ihr könnt es langsam nicht mehr hören, aber die Natriumclustersalze in Sellerie zersetzen gemäß Anthony William die äußere Membran des HPV. Weiter meint er, dass wenn man 2 oder 3 Jahre lang täglich Selleriesaft trinkt, das Virus besiegt werden kann. Ich finde auch folgende These von Anthony William mega spannend. Er meint, was Ärzte für durch HPV geschädigte Zellen halten, die dann zu Krebs führen können, sind in Wirklichkeit Krebs, der durch das Epstein-Barr-Virus verursacht wird. Die Informationen, wie Krebs entsteht und wie Selleriesaft dagegen hilft, findest du im Buch Selleriesaft. Dann auch sehr häufige Frauenkrankheiten, Schilddrüsenunterfunktion und Schilddrüsenüberfunktion. Auch hier sei gemäß Anthony William wieder einmal das Epstein-Barr-Virus der Übeltäter. Es ist wichtig zu wissen, dass ein Virus die Ursache dieser Krankheit ist und nicht das eigene Immunsystem, das sich selbst angreift, wie die Autoimmuntheorie besagt. Ja, das wiederholt Anthony William immer wieder. Das ist ihm einfach ein mega Herzensanliegen. Mehr darüber, was bei der sogenannten Autoimmunerkrankung wirklich passiert, findest du in dem Buch Heile deine Schilddrüse. Hier wird ganz genau beschrieben, wie Selleriesaft direkt in die Schilddrüse gelangt und das Epstein-Barr-Virus und andere Krankheitserreger tötet. Das geht aber nicht mit einem einzigen Glas Selleriesaft. Deshalb ist es wirklich wichtig, die Saftkur täglich über Monate, ja und manchmal sogar einige Jahre lang zu halten. Dann kommen wir zu den Symptomen der Wechseljahre, auch ein mega spannendes Thema. Gemäß Anthony William resultieren diese daraus, dass die Leber jahrelang träge und mit Giftstoffen überlastet ist. Hitzewallungen, nächtliche Schweißausbrüche, Nebennierenermüdung, hormonelles Ungleichgewicht, Reizbarkeit, Angstzustände, Depression, Müdigkeit, Libidoverlust und vieles mehr treten auf, wenn die Leber mit Viren und Giftstoffen überlastet ist. Es dauert Jahrzehnte, bis dies eintritt, weshalb diese Symptome bei Frauen in den späten 30er, 40er oder erst in den 50er Jahren auftreten und dann werden diese Symptome fälschlicherweise als frühe Menopause bezeichnet. Immer wieder berichten Frauen, wie sie die Wechseljahrsbeschwerden allein mit Selleriesaft aufgehalten haben. Der Saft bringt die Leber zurück und revitalisiert sie, senkt die Viruslast und hilft Frauen, sich zu erholen. Die Natriumclustersalze stellen die Nebennieren wieder her, so dass sie ausgeglichener sind und bessere Hormone produzieren können. Denn die Nebennieren produzieren viele Hormone, darunter auch die Fortpflanzungshormone. Ein Fazit zu Frauenkrankheiten und dem Selleriesaft. Warum ist der Selleriesaft der Superstar, wenn es um das Fortpflanzungssystem geht?
Selleriesaft schützt vor Krankheitserregern und Giftstoffen. Selleriesaft hat eine unglaubliche Reinigungskraft. Dieser Saft bindet, zersetzt, neutralisiert und eskortiert Viren, Bakterien, giftige Schwermetalle, Schadstoffe, Pestizide, Herbizide, Fungizide, Petrochemikalien und giftige Hormone sowie Östrogene, die aus Lebensmitteln, Kunststoffen und Chemikalien stammen, aus dem Körper heraus. Selleriesaft enthält lebendiges Wasser, das mit unentdeckten Natriumclustersalzen, Spurenelementen und Phytochemikalien gefüllt ist, welche diese Unruhestifter ausspülen. Ja, der Selleriesaft nährt und ernährt das Fortpflanzungssystem auf allen Ebenen. Selleriesaft nährt die Milchgänge der weiblichen Brust, die Gebärmutter sowie die Eierstöcke. Er hilft bei der Wiederherstellung von Zellen und gesunden Hormonen, indem er den Fortpflanzungsorganen und Drüsen Nährstoffe und Spurenelemente zuführt. Anthony William beschreibt in seinem Buch Selleriesaft, wie im Selleriesaft unentdeckte Pflanzenhormone stecken, die helfen, die Hormone im weiblichen Körper zu stabilisieren. Dieser Saft hat auch antitumoröse Eigenschaften und befeuchtet das Fortpflanzungssystem, was ein wichtiger Faktor für die allgemeine Gesundheit und Funktion der Fortpflanzungsorgane ist. Ja, hier möchte ich darauf hinweisen, dass wir in unserer Kultur so viel Salz konsumieren, dass wir im Wesentlichen das Fortpflanzungssystem pökeln und das Wasser direkt aus ihm heraussaugen. Ich weiß nicht, ob ich es schon genug gesagt habe, aber der Selleriesaft wirkt also Wunder für das Fortpflanzungs- und das Hormonsystem. Aber die Vorteile gehen noch viel tiefer, weil regelmäßige Anwendung reinigt und befreit der Selleriesaft mit der Zeit die Leber. Die Transitgeschwindigkeit und die Sättigungsrate des Saftes wird von keinem anderen Nahrungsmittel oder Kraut auf der Welt übertroffen. Ebenso hilft der Saft, Gifte und Giftstoffe abzubauen, die sich im Körper, vor allem aber in der Leber angesammelt haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anthony William folgende Tipps gibt. Trinke jeden Morgen auf nüchternen Magen 500 ml reinen Selleriesaft. Lese am besten das Buch Selleriesaft für weitere Informationen und um zu erfahren, wie er bei Hunderten von anderen Krankheiten hilft. Vermeide Eier, wenn du unter irgendeiner Art von Fortpflanzungsproblemen leidest, ebenso wie Milchprodukte, auch Schweinefleisch, Mais, Gluten, Soja und Rapsöl. Warum erfährst du im Video die 5 Ebenen der Entgiftung? Lese gern die Medical Medium Bücher, um mehr darüber zu erfahren, welche Nahrungsmittel heilsam sind und welche nicht. Zu der trägen Leber habe ich ein extra Video gemacht. Du findest es hier. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gib uns gerne einen Daumen hoch und kommentiere, wie es dir im Moment gerade so geht und ob du auch ein Fan vom Selleriesaft bist. Bis zum nächsten Video. Ciao!